Seit 4 Jahren ist dieser Campingtruck der rollende Erstwohnsitz von Julia und Marc aus Thüringen. Es ist schon so eine Art Weltreise, die wir begonnen haben um 2020 herum. Wir haben keine Wohnung mehr in Deutschland, also das ist ja unsere Wohnung. Heimweh kennen sie nicht auf ihren 12 Quadratmetern Wohnfläche. Wir haben ja unsere Heimat immer dabei. Der LKW ist wirklich ja wie so ein Zuhause für uns geworden. Ein rollendes Basislager unterwegs zwischen Kaukasus, Nordkap und Balkan. Ich wollte mir Zeit nehmen können für Orte, für Menschen, für Kulturen. Maulbeeren, Medizinstomach. Ja. Es war mir wichtiger geworden, als irgendwelche Sachen abzuhaken. Wir leben ja hier, das ist ein Basislager, wir sind sehr aktiv. Also wir verbringen manchmal mehr Kilometer in den Kajaks, zu Fuß oder auf den Fahrrädern im Monat, als wir mit diesem Auto fahren. Und das ist unsere Welt. Schön. Eine Welt, in der die Berge des Wilden Ostens besonders locken. Boah, guck mal das Licht. Weshalb wir uns in Bulgarien treffen. 4 Wochen durch den wilden Balkan mit tollen Menschen, die ihre Lebensträume wirklich leben. Mit atemberaubend schönen Landschaften, mit sehr speziellen Kletterfelsen und mit schroffen Hochgebirgsgipfeln. Das verspricht ein echtes Abenteuer, zu dem wir Sie und euch gerne einladen und mitnehmen möchten. Bulgarien hat uns schon lange gelockt. Das weltberühmte Rila-Kloster wollen wir uns anschauen. Wir wollen im bulgarischen Karst die Augen Gottes finden. Eine riesige Höhle, in der man nicht nur staunen, sondern auch klettern kann. Und wir wollen die wilde Schönheit des Piringebirges erkunden. Verabredet haben wir uns mit den Thüringer Weltenbummlern und ihrer rollenden Wohnung im nordöstlichsten Zipfel von Bulgarien. Vor den Toren der Kleinstadt Belogradschik. Bisschen eng hier, aber sollte nicht mehr weit sein bis zum Platz. 7 Tonnen ist das Basislager schwer, das Julia hier durch den Wald chauffiert, auf der Suche nach einem schönen Stellplatz inmitten der Felsenwelt von Belogradschik. Einfach nur gerade zurück. Gerade zurück. Du siehst mich im Spiegel? Ja. Gut. Ja, weiter, 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 gut. Weiter, weiter, weiter. Stopp. Perfekt. Ja, lass Luft rein. Oh, schön. Als erstes wird die komfortable Reiseterrasse gelüftet. Und dann Schuhe aus im Haus. Ein erster Blick hinein in den eigenhändig aus- und umgebauten Truck mit Kühlschrank, mit Küche, Kanonenofen, Klappbett, Dachfenstern und allem, was man fürs jahrelange Unterwegssein ebenso braucht. Auf welcher Tour erwischen wir euch gerade? Es ist schon so eine Art Weltreise. Die hat uns dann über Skandinavien, quer durch Europa, über den Balkan geführt und weiter bis über die Türkei, Osttürkei, nach Georgien, Armenien. Es ist ein lang gehegter Lebenstraum, den sie nun schon 4 Jahre lang voller Freude wirklich leben. Den Ausbruch der Corona-Pandemie haben sie 2020 in Skandinavien nicht nur däumchendrehend ausgesessen, nein, sie haben die Zeit genutzt, um zu zweit durch die norwegischen Gebirge zu wandern und dabei mit allen Sinnen und ohne Hast den Zauber des Nordens zu genießen.
Ohne Zeitdruck und ohne Terminkalender, genauso wie später zu Füßen des mächtigen Ušpa-Gipfels im georgischen Kaukasus. Und jetzt mit uns in Bulgarien. Habt ihr im Lotto gewonnen oder eine große Erbschaft gemacht? Wie finanziert man sowas? Ja, wir haben nicht im Lotto gewonnen, wir haben auch keine reichen Eltern. Wir haben uns das wirklich angespart. Man muss auch dazu sagen, wir haben keine Wohnung mehr in Deutschland. Also das ist ja unsere Wohnung. Und wirklich alles soweit verkauft. Und Also ist das jetzt wirklich euer rollendes Zuhause? Ja. Könnt ihr mir verraten, wie groß ist denn das Monatsbudget, wenn man so unterwegs ist wie ihr? das variiert eigentlich, weil es kommt darauf an, was wir machen. Wenn wir zum Beispiel einen Monat nur klettern und dann steht das ja fast nur rum, dann haben wir sogar um die 300 bis 500 Euro. Zu zweit. Also für uns beide. Weil wir dann ja nur Lebensmittel haben. Man muss dazu sagen, wir gehen nicht groß essen oder sowas. Wir leben da schon sparsam. Und ansonsten haben wir so um die, wenn wir jetzt viel fahren, um die 1000. Für uns beide, also 500 Euro pro Person. Mit diesem Schmalspurbudget wollen wir es nun gemeinsam durch Bulgarien schaffen. 4 Wochen lang. Wir beginnen unser Abenteuer an dieser imposanten Festung, die sich über dem Städtchen Belogradschik erhebt und über einer Felsenstadt aus merkwürdig fragilem Konglomeratgestein. Das ist aber alles ganz schön bröselig hier. Das ist doch wieder mein Metier. Oh. Ja, guck dir mal den an. Guck mal, wie der wackelt. Oh. Ein Ei gelegt. Wo man eigentlich am besten gar nicht hinfassen mag, da wollen Julia und Mark klettern. Das ist mutig. Sie ist von Beruf übrigens studierte Fitnesstrainerin. Er hat einen gut dotierten Job im Außenhandel beim Zeiss-Konzern in Jena an den Nagel gehängt, um mit der Liebsten durch die Welt zu reisen und zu klettern. Jetzt geht's ran an Speck bzw. an die Kiesel. Wer von euch beiden steigt gewöhnlich vor? Ladies first? Oder? Ladies first? Ja, schon. Ja. Es macht mir aber auch Spaß, ich mag das. Also gerade auch, wenn man eine Tour sozusagen on-site geht und noch nicht weiß, was kommt und noch keine Echsen hängen und erst mal selbst schauen, wie geht die Tour. Und auch so vom Moralischen her, denke ich, bin ich da ein ganz kleines bisschen Ja, stärker. das ist auf jeden Fall massiv der stärkere Part von uns beiden. Ja. Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen schauen wegen dem Seilzug. Ja, guck erst mal rein in die Scharte, ob das irgendwie ein Bruchhaufen Sieht wird gut oder. aus. Bruchhaufen. So heißen im Kletterjargon Felsen, bei denen man nicht wirklich weiß, ob die Griffe und Tritte sicheren Halt bieten. So wie hier am Dolch. 40 Meter hoch, ein steiler Zahn, inmitten der Wälder von Nordbulgarien. Ich muss hier mal kurz Ja. ein bisschen aufräumen. Weil wir in diese brüchige Wand nicht auch noch einen Kameramann hängen wollen, haben wir uns für die Luftbeobachtung entschieden. Bis in die Wand unterm Gipfel kommt Julia richtig gut voran. Also, Ja, geht schon. Also ist nicht optimal, ja, aber. geht schon, geht schon. Ja. Du bist ja nicht hier. Nervenkitzel in 35 Metern Höhe. Also die Sicherung ist sportklettermäßig. Also diese Schuppe hier, ui, Ui, die klingt sehr hohl, wo ich gerade dran bin. ui. Also wenn du die Lass sie dran, anfährst, bitte. wenn du die Ich versuche anfährst, sie auch musst dran du zu lassen, okay? aufpassen. Schöner Belogradschik-Style. Hörst du das? Ja. Ich hoffe, die bleibt noch ein bisschen dran.
Julia schleicht sich förmlich bis nach oben. Ja, ich sehe den Haken. Jetzt ist sie sicher, klippt den Karabiner ein und kann erst mal durchatmen. Okay, Abstand. Cooles Ding. Geil. Ha, schön. Marc will natürlich auch noch da hoch. Also wie gesagt, hier bei dieser Schuppe da, vorsichtig sein. Irgendwie habe ich den Eindruck, das hast du bei der da unten drunter auch schon gesagt und bei der da unten drunter auch schon. Ja, die klingt Also aber ich bin wirklich... einfach bis ganz hoch vorsichtig, okay? Ja. Denk dran, behutsam anfassen. Boah. Ja. Noch, Das noch ist auch weiter. hier, guck mal, den habe ich in der Hand. Ja, den Was mal. soll ich mit dem machen? Eieieiei. Schön. Boah, guck mal das Licht. Ah, ja. Echt schön. Oben finden Sie ein Gipfelbuch, so wie Sie es aus der sächsischen Schweiz kennen. Und beim Blick hinein stellen Sie fest, dass es tatsächlich auch Kletterer aus Sachsen waren, die als Erste hier oben gesessen haben auf dem Dolch im bulgarischen Belogradschik. Ups. Gehen wir heim. Trinken wir ein Bier. Ja. Jetzt gibt es die großen Geschütze. Große Tour, große Geschütze. Ja, der Gipfel, was soll ich dazu sagen? Also das letzte Licht und dann Gipfelbuch und dann guckst du, 34. Begehung, die Julia da gezogen hat. Darauf Prost. Prost. Oh. Julia und Marc lieben die Berge. Aktive Bewegung, oft mit ambitionierten Zielen auch. Wie zum Beispiel beim Gipfelsturm auf den Kasbek, einen imposanten 5000er im Kaukasus. Wer solche Erlebnisse wirklich erleben und auch genießen will, der braucht nicht nur Mut, der braucht vor allem auch Zeit. Nicht nur am, sondern auch nach dem Berg. Das finde ich unglaublich wichtig. Wenn wir intensiv gereist sind, Plätze, Kulturen, Menschen erlebt haben, dann kommt bei uns immer auch die Phase, dass wir es setzen lassen. Und das ist beim Langzeitreisen eine dieser großen Geschenke, dass man das kann. Setzen lassen heißt, ihr bleibt irgendwo stehen und verarbeitet es erstmal, oder? Ja. Der Speicher ist voll. Und man könnte zum nächsten Ziel fahren. Das haben wir auch schon gemacht. Aber wir haben gemerkt, wir können das dann nicht mehr aufnehmen. Ich kann nicht in Georgien, im großen Kaukasus gewesen sein und diese enorme Eindrucksdichte auch in mir drin haben. Und dann fahre ich irgendwo ans Meer, packe das Boot aus und will irgendwo paddeln gehen und will mir das angucken. Das geht nicht. Also man kann das physisch tun, aber das ist ein Abhaken. Und dieses Abhaken haben wir Gott sei Dank abgehakt. Manchmal gibt's ja auch ungeplante Dinge zu tun, so wie hier in Belogradschik. Unterm alten Minarett scheint die Zeit irgendwie stehen geblieben zu sein. 40 Jahre sozialistischer Plan und Misswirtschaft lassen sich nicht überall so schnell übertünchen wie an den farbenfroh bemalten Stromkästen in der Kleinstadt. Was nicht geplant war, das sind die wackeligen Knie, mit denen Marc heute unterwegs ist. Die Wurzel an einem Backenzahn rebelliert. Und wer schon zu Hause in Deutschland nur sehr ungern zum Zahnarzt geht, der hat auf Reisen natürlich erst recht die Hosen voll. No.
Die Angst war unbegründet, wie sich herausstellt. Als ich das erste Mal durch das Wartezimmer Richtung den Behandlungsraum gegangen bin, da hat es sich überhaupt nicht gut angefühlt. Du hast Zahnschmerzen, du gehst da rein und du siehst das Interieur, was dir vielleicht aus deiner Kindheit bekannt vorkommt. Und automatisch schließt man dann auch rück darauf, dass vielleicht die Behandlung auch so ein bisschen rückständig sein könnte. Aber das war in dem Fall überhaupt nicht so. 5 Sitzungen für die Wurzelbehandlung sind es geworden, für insgesamt 50 €. Und als Trost bzw. Schmerzpflaster mitten in Bulgarien gibt's ein halbes Pfund Heimat obendrauf. Echte Thüringer Butter. Weiter geht der Roadtrip über den wilden Balkan. Ist die Rille davor? Ja. Kreuz und quer durch Bulgarien. Zeit, ein paar Worte über die rollende Einraumwohnung zu verlieren. Baujahr 1996 ist der Iveco. Gefunden haben Julia und Mark ihr Reisemobil im Internet. Inseriert von einem Bastelfreak, der sich den LKW auf- und umgebaut hat. Dummerweise hatte seine Ehefrau keine Lust auf solche Art Urlaub. Für die beiden Thüringer nicht nur ein Glücksfall, sondern auch ein Schnäppchen, mit dem sie nun südwärts rollen. Es geht vorbei an der Hauptstadt Sofia zum weltberühmten Rila-Kloster. Schon kurz nach Sonnenaufgang betreten wir auf leisen Sohlen das steinerne Heiligtum der bulgarischen Orthodoxie. Und wenn wir jetzt hier so stehen, dann ist das mal kein Abenteuer, kein Adrenalin. Das ist einfach nur ehrfürchtiges Staunen. Auch wenn hier heute nur noch 8 Mönche leben und ihren Glauben fromm zelebrieren, so ist das Rila-Kloster doch eines der wichtigsten, wenn nicht gar das wichtigste Sakralbauwerk auf dem gesamten Balkan. Gegründet schon im 10. Jahrhundert, gehört die Anlage seit 1983 zum Weltkulturerbe der UNESCO. Wegen seiner wechselvollen Geschichte genauso wie wegen der eindrucksvollen Architektur mit den mächtigen Kuppeln und den einzigartigen Ikonen und Fresken, die hier die Kreuzgänge schmücken. Will man die ganze Dimension dieses Kunstwerks begreifen, schaut man am besten mal von oben drauf. Wir haben ausnahms- und dankenswerterweise eine Ausnahmegenehmigung bekommen und dürfen mit der Drohne durch die Anlage fliegen. Die Räume des Klosters beherbergen heute Museen und Bibliotheken und sie werden als Gästezimmer für Pilgerer aus aller Welt genutzt. Die schlafen zum Glück noch und die Touristenbusse sind auch noch nicht angekommen. Wie geht's dir gerade hier? Es ist eine sehr, sehr schöne Stimmung, weil wir eben sehr früh hier waren, ohne Menschen. Und man kann sich auf den Ort konzentrieren, man kann Details wahrnehmen. Wenn man sich die Zeit nimmt, wenn man nicht mit einem Bus, einer Busladung von Touristen hier sein muss. Und ja, die Details gehen einfach mehr ins Auge und dann auch mehr in den Kopf und man kann auch innehalten und genießen. Genau die erste Busladung kommt jetzt. Naja, dann. Da wollen wir mal zusehen, dass wir vor dem ganz großen Ansturm hier noch einen vorsichtigen Blick erhaschen können ins Herzstück der Anlage, in die Klosterkirche Sveta Bogorodica, wo die Rila-Mönche unter den 5 mächtigen Kuppeln gerade andächtig ihr Morgengebet zelebrieren. So, wie es schon seit 1000 Jahren Tradition ist. Hier in diesem stillen und abgelegenen Tal des Rila-Gebirges.
Hier drin, in der Kapelle, im heiligsten Ort des Rila-Klosters, da dürfen wir keine Bilder drehen. Aber manchmal ist es ja auch gut so, glaube ich, wenn nicht alles erlaubt ist und wenn manche Dinge einfach dort bleiben, wo sie hingehören. Ich kann Ihnen aber nur empfehlen, wenn Sie oder ihr mal hier in Bulgarien seid und hier in der Nähe, dieses Schmuckstück, dieses Weltkulturerbe, dieses wunderbare Kloster, das muss man mal gesehen haben. Nach dem Klosterbesuch wieder Alltag. Putz- und Flickstunde. Marc repariert die Schutzplane für die Terrasse. Auch das gehört zum Langzeitreisen. Irgendwas gibt's immer zu werkeln. Das ist nie fertig. Das kennt jeder Hausbesitzer und wahrscheinlich auch jeder, der in der Wohnung wohnt. Also du wirst nicht fertig. Also, es gibt immer Ideen. Das Problem ist die Zeit und die Prioritäten. Also ich könnte jetzt mich irgendwo in eine Garage stellen und für Monate hier noch kleinste Details vornehmen und etwas anders bauen, etwas leichter bauen, etwas schöner bauen. Das geht immer. Und etwas gemütlicher machen. Und wenn du jetzt so guckst und sagst, okay, wenn irgendwie die nächste Reise zu Ende ist, gibt es irgendwas, wo du jetzt sagst, das könnten wir eigentlich noch optimieren? Ich bin ja nicht so der Optimierer wie Marc, also für mich ist es perfekt, aber Marc hat dann natürlich noch 100 Sachen, die er gerne verbessern möchte. Musst du ihn da manchmal auch ein bisschen einbremsen? Ja, schon, wo ich sage, Marc, brauchen wir das jetzt oder muss das sein? Aber wie gesagt, für mich ist es perfekt. Man muss die Gratwanderung einfach schaffen, dass man nicht die Hauptzeit damit verbringt, ein Mobil zu bauen und nie damit unterwegs ist, oder dass es eben unzweckmäßig ist. Also das kann natürlich auch nicht sein. Das haben wir selber gelernt. Wir waren in Skandinavien, wir waren auch im Winter in Skandinavien und dort wird es kalt. Die Kälte, die haben wir im Griff gehabt. Wir haben einen Ofen, wir haben eine Fußbodenheizung, aber wir hatten unsere Kältebrücken und das Kondenswasser nicht im Griff. Und so mussten wir eigentlich alles noch mal rausreißen und neu bauen. Weil Kondenswasser sammelt sich eben an den Stellen, wo du ganz schlecht hinkommst. Und dann ist es auch nichts zum Frickeln, sondern musst du alles rausreißen und noch mal neu bauen. Auch wenn der 50-Jährige selbst ein begeisterter Schrauber und Bastler ist, es gibt immer mal wieder Situationen, in denen er zwar nachschaut, wo und warum es vielleicht klappert am Allradboliden, im Zweifelsfall aber eben dann doch lieber einen Fachmann zu Rate zieht. Es gibt große Unterschiede zwischen der westlichen Welt und der Welt, wo die Menschen gewohnt sind, improvisieren zu müssen. Und wenn du in solche Werkstätten einrollst und hast ein Problem, dann kriegst du immer Hilfe. Und du kriegst die Hilfe zeitnah. Du kriegst nicht einen Termin für in 2 Wochen, sondern du kriegst die Hilfe, wenn du sie brauchst. So läuft's auch hier auf dem südlichen Balkan. Bei Dimitris, einem Werkstattmeister, der Land auf, Land ab als ausgewiesener Experte für die betagteren Truck-Jahrgänge bekannt ist. Wir sind hier, weil einer der Simmerringe an den Achsen so ganz leicht ölfeucht ist. Also verliert immer ein paar Tropfen. Und das beunruhigt mich, weil ich hatte das auf der anderen Seite schon mal. Und als es begonnen hat, wurde es dann schlimmer. Und dann sind wirklich dann die Tropfen an den Reifen innen abgelaufen. Und du hast nur einen halben Liter Öl für die Radlager in den Achsen. Und irgendwann ist ein halber Liter Öl auch rausgelaufen. Und dann laufen die trocken. Und wenn sie trocken laufen, gehen sie kaputt. Dann überhitzen die Achsen und dann ist die ganze Achse weg. Ja, so weit wird's nicht kommen, sagt Dimitris mit fachmännischem Blick. Okay. Die Verständigung klappt mit Händen und Füßen. Und als Dimitris an der Achse die Schmiernippel gefettet hat, da gibt's zum Dank ein Schmiermittel. Aus der Thüringer Heimat nämlich. Geld will der Werkstattmeister keins haben für seine Hilfe. Also nicht nur das Bier, wir machen natürlich noch das, was wir bezahlen. Ja. Zurück ins Gebirge.
Egal ob mit dem Kajak, mit allerlei Skimodellen, mit Eispickeln, Steigeisen und Kletterseilen, mit 2 Fahrrädern natürlich und einem sturmerprobten Zelt. Unsere beiden Abenteurer sind wirklich für alle Abenteuer gerüstet. Oh, ist das schön. Da hat sich ein Traumpaar gefunden. Eins, das seine Träume eben nicht nur träumt, sondern konsequent lebt. Ich reise mein halbes Leben oder fast das Ganze schon umher. Und die Vehikel, mit denen ich das tue, ist eigentlich völlig egal. Also ich habe lange Fahrradtouren gemacht um den Grand Canyon, durch Amerika, durch mit Packtaschen. Ich war wandern, ich war mit dem Rucksack unterwegs, Asien, habe mir viele Sachen angeguckt, war in der Cordillera Blanca für mehrere Monate Bergsteigen. In Peru. Ja. Jetzt habt ihr mehr Zeit auf dem Balkan verbracht, als das ursprünglich geplant war. Ihr habt ja sogar überwintert. Was gefällt dir an diesem Landstrich hier? Ich glaube, es liegt auch sehr an den Leuten. Sie sind einfach so entspannt. Es ist nicht so vielleicht geregelt oder überregelt wie in Deutschland. Sie sind sehr, sehr herzlich, sehr gastfreundschaftlich. Das macht viel aus. Aber auch die Landschaften sind sehr schön und man hat wirklich seine Ruhe. Es ist nicht so überfüllt wie vielleicht in Deutschland oder Österreich. Und es gibt hier tatsächlich Dinge zu entdecken, Oha. die noch nicht in jedem erstbesten Reiseführer stehen. So wie dieses Naturwunder im bulgarischen Karst, unweit des kleinen Städtchens Karlukovo. Die Prochotna-Höhle mit ihren riesigen Löchern im Dach, von den Einheimischen bezeichnet und verehrt als die Augen Gottes. Und wer dem lieben Gott mal ein bisschen näher kommen möchte, der muss hier nur das richtige Equipment dabei haben. So wie Deo, ein 20-jähriger Student aus Sofia, der dort oben in einer der zahlreichen Klettertouren durch die Höhle hängt. Okay, I'm on the quick draw. Zehnter Schwierigkeitsgrad, unheimlich kraftraubend. Eine Kletterei, die nur den Allerbesten vorbehalten ist und zu denen gehört Deo hier in Bulgarien. Wie eine Fliege klebt er dort oben in der Decke und schafft es bis zum letzten Haken dieser Tour. Ja. Das war ganz großes Kino, nicht nur für Kletterliebhaber wie Julia, für Marc und für uns. Thank you. Well done. Thank you. Thank you. Tell us about how was the Natürlich wollen wir jetzt wissen, wie sich's angefühlt hat dort oben. Naja, es war ein bisschen feucht und gar nicht so einfach. Ich habe gemerkt, dass schon lange niemand mehr drin war in diesem Weg. Aber ich habe mich trotzdem gut gefühlt. Sowas ist halt auch Teil des Spiels. It felt good and hard, but it's part of the game, yeah. How often do you train per week? Wie oft er trainiert, um sowas klettern zu können, möchte ich wissen. 4 or 5 days a week. I try to Mindestens 4 oder 5 Mal pro Woche, sagt Deo. Nicht immer draußen in der Natur, neben dem Studium reicht's oft auch nur für die Kletterhalle. Aber ja, 4 oder 5 Mal klettern pro Woche, dann ist's eine gute Woche. Weil eine Woche ohne Klettern für Julia keine gute Woche ist, steigt auch sie mal versuchsweise in diesen Weg ein, wohl wissend, dass ein glatter Zehner auf der UIAA-Skala eigentlich nicht ihre Kragenweite ist. Aber das ist ja gerade auch das Schöne an diesem Sport, zumindest in gut gesicherten Touren, dass man einfach mal probieren kann, wie weit oder wie hoch man kommt. Ich dachte, ich rutsche weg. Jawohl. Gib Gas. Jawohl, komm.
Komm, zieh. Komm. Auf geht's. Sehr schön. Auch das Licht wird gerade richtig schön, das durch die Augen Gottes an der Höhlendecke in den großen Dom scheint. Gib Gas. Klettern an der absoluten Leistungsgrenze ist das und sie liebt es. Nee, ich spring rein. Ja. Okay. Will noch jemand? Klettern nicht, liebe Julia, aber gerne ein bisschen reden. Und Julia, hast du dich dem lieben Gott ein bisschen näher gefühlt? Ja, auf jeden Fall. Es war dann doch der letzte Flug. Ziemlich weit, aber es hat sich gut angefühlt. Zeig mal die Hände. Wie geht's denn denen? Ja, ein bisschen zittern sie. Was sagst du zu dem Spot insgesamt, mal von den Gruppen und Dritten abgesehen? Einfach nur mega. Also auch die Tour ist so schön, so schöne Bewegungen und ist schon machbar. Aber jetzt für mich war es schon ziemlich ausdauernd, gerade oben noch mal raus. Aber echt richtig schön. Auch der Spot natürlich ist so eindrucksvoll und ist unglaublich. Du schaust glücklich aus. Für dich ist Bin es ich kein auch. verlorener Tag, wenn du eine Route nicht schaffst. Auf jeden Fall nicht, nein. Es ist einfach die Freude an der Bewegung, an der Kletterei, ist so schön. Wenn's nach so einem Kletterkraftakt eine Stärkung braucht, dann ist im rollenden Wohnhaus zum Glück alles an Bord. Nicht nur ein voller Kühlschrank, sondern auch eine bestens ausgestattete Küche. Auf ihrer inzwischen mehr als 3-jährigen Reise haben Julia und Marc gerade mal ein gutes Dutzend Restaurants von innen gesehen. Viel zu teuer, sagen sie, und backen auf dem Reisetruck ihr Brot oder ihre Pizza viel lieber selbst. Pizzazeit! Pizzazeit, die Herren! Pfannenpizza à la Julia und Marc wird heute serviert fürs gesamte Biwak-Team. Ihr lebt also auf eurer Reise nicht nur von chinesischen Tütensuppen. Sieht so aus. Nichts gegen chinesische Tütensuppen, ne? Im Hochgebirge. Wo wir ja als nächstes hinwollen. In ein Hochgebirge. Auf unserer Reise quer durch Bulgarien von der Pochotna-Höhle wieder vorbei an der Hauptstadt Sofia in den südwestlichsten Zipfel des Landes ins Piringebirge. Kleiner als das benachbarte Kammgeflecht der Rila-Berge, aber dafür viel wilder. Kurz nach Sonnenaufgang sind wir schon auf den Beinen. Wir wollen hinauf zum Wichren, zum höchsten Gipfel des Pirin natürlich. Das sind ja irre Bergwiesen. Ne? Habe ich zum letzten Mal in der Westtatra so gesehen. Dann genießen wir das Grün mal noch. Da oben sieht es etwas nackiger aus. Es verspricht ein brütend heißer Tag zu werden und bei Zeiten treffen wir auch schon den ersten durstigen Wandergesellen. Wir wissen zwar nicht, wo er herkommt oder wie er heißt, aber wir teilen unsere Wasservorräte natürlich trotzdem gern. Auf 2300 Metern sind wir jetzt, Halbzeit im Aufstieg, zumindest was die Höhenmeter angeht. Hier wird's nicht nur steiler, es wird auch zunehmend steiniger. Es sieht so aus, als wäre das die leichtere Hälfte gewesen, die wir schon in den Waden stecken haben, oder? Auf jeden Fall die schönere von der Landschaft. Wiesen, Blumen, einfach tolles Licht, so die Morgenstimmung. Und jetzt schauen wir mal, wie das da hoch auf Richtung den Grat geht und dann weiter auf den Gipfel. Wir haben uns ganz bewusst nicht für den gängigen Normalweg über die Südflanke des Wichren entschieden. Wir befürchten, dass dort viel zu viele Leute unterwegs sind. Diese Variante hier, unter der gewaltigen Nordwand mit ihren Schneefeldern, ist zwar um einiges steiler, aber vielleicht gerade deswegen auch ruhiger und beschaulicher.
Auf 2700 Metern erreichen wir einen großen Sattel, der in Richtung Westen steil abbricht. Na, schwindelfrei sind wir ja. Gerade so. Wow. Es ist früh um 10, es ist Ferienzeit. Wie viele Leute haben wir bis heute getroffen? Einen. Man darf es vielleicht gar nicht zu laut sagen. Nee. Lass es uns lieber genießen. So, Freunde, was denkt ihr? Eine halbe Stunde noch, dreiviertel bis hoch? Halbe Stunde, wenn es gut läuft. Ja. Bei ihm läuft's auf jeden Fall gut. Noch immer ist unser durstiger Begleiter mit von der Partie, als wir die letzte Etappe in Angriff nehmen. Hinauf zum dritthöchsten Gipfel des gesamten Balkans. Die gewaltige Gipfelpyramide fordert nochmal einen langen Atem und auch volle Konzentration. Die Eisenketten, die entlang der Aufstiegsroute installiert sind, brauchen wir zwar heute nicht zum Festhalten, aber nützlich sind sie allemal. Man stelle sich nur mal vor, in diesem Gelände von einem Unwetter überrascht zu werden und von schlechten Sichtverhältnissen. Ganz oben sind wir dann zwar nicht mehr allein, aber trotzdem glücklich. Schön, sehr geil. Sehr geil. Dankeschön. Sehr geil. Sehr geil. Und wieder. So ein Glück mit dem Wetter, oder? Und ein traumhafter Ausblick. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und warum? Weil wir es uns verdient haben. Das kann man doch besser nicht haben, oder? Auf jeden Fall. Ich fand es einen total schönen Weg, auch wenn er zum Schluss ein bisschen schottrig war. Ihr kennt ja nun auch Bulgariens höchsten, den Musala. Wir haben ihn weggelassen, weil wir gedacht haben, im Pirin ist nicht ganz so viel los. Jetzt so im Vergleich, wo ordnet der sich bei euch ein hier? Ist, glaube ich, ein schönerer Aufstieg. Ja? Wir haben den Musala zu einer unterschiedlichen Jahreszeit gemacht, waren etwas später dort im Herbst. War auch sehr schön, war sehr einsam, lag schon Schnee oben, hat auch was. Aber der Aufstieg hier, den kann er, glaube ich, nicht toppen. Ich muss auch sagen, ich finde den hier schöner. War so abwechslungsreich, unten schön grün und jetzt hier oben so ein bisschen kraxeln und dann die Sicht hier ist unglaublich schön. Haben wir jetzt schon die endgültige Antwort, Julia, warum wir auf solche Berge raufsteigen? Oder Also suchen auf jeden wir weiter? Fall, schau dich um, es lohnt sich einfach nur. Haben wir uns verdient, denke ich, diesen fantastischen Panoramablick übers gesamte Piringebirge. Tja, und da heißt es auch schon Abschied nehmen. Abschied nehmen für heute und Abschied nehmen von Bulgarien, diesem wunderbaren Land, dem wir Danke sagen möchten für all das, was wir hier erleben durften. In 2,5 Wochen ohne einen einzigen Tropfen Regen. Fantastisches Wetter, fantastische Bergerlebnisse und sehr, sehr nette Begegnungen. Wenn ihr wissen möchtet, wie die Reise von Julia, Marc und dem Biwak-Team weitergeht auf dem südlichen Balkan, in Griechenland und beim Aufstieg zum heiligen Olymp, dann schaut einfach mal bei Biwak in der ARD-Mediathek vorbei.